Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Jake, wie geht es dir heute? Hi Emily, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, danke. Heute möchte ich über etwas Wichtiges sprechen. Ich möchte über Stress sprechen und wie wir damit umgehen. Das ist ein gutes Thema. Stress gehört zum Leben und es ist wichtig zu wissen, wie man damit umgeht. Ja, das stimmt. Wir alle haben stressige Situationen und manchmal ist es schwer zu wissen, was man tun soll. Wie fühlst du dich, wenn du gestresst bist? Wenn ich gestresst bin, fühle ich mich sehr ängstlich. Mein Herz schlägt schnell und ich habe Schwierigkeiten, klar zu denken. Oft fühle ich mich überfordert. So geht es mir auch. Ich habe ein enges Gefühl in der Brust und ich mache mir manchmal viel Sorgen. Es ist kein schönes Gefühl. Stress kann aus vielen Quellen kommen. Für mich kommt er oft von der Schule und Prüfungen. Ich habe so viele Aufgaben und manchmal habe ich das Gefühl, nicht mithalten zu können. Das verstehe ich. Ich empfinde auch Stress durch die Schule, aber auch durch die Erwartungen meiner Familie und soziale Situationen. Ich möchte gut abschneiden, aber manchmal ist es einfach zu viel. Ja, Familie und Freunde können Druck auf uns ausüben. Ich versuche, es allen recht zu machen und das macht mich noch gestresster. Ich versuche auch, meinen Eltern und Freunden gerecht zu werden. Ich möchte, dass sie glücklich sind, aber dabei vergesse ich manchmal meine eigenen Bedürfnisse. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Wenn ich gestresst bin, versuche ich, einen Schritt zurückzutreten und zu atmen. Ich konzentriere mich auf meine Atmung und versuche, meinen Geist zu beruhigen. Das ist eine gute Idee. Ich übe auch tiefes Atmen. Ich schließe die Augen und atme langsam und tief ein. Das hilft mir, mich ein wenig besser zu fühlen. Ich benutze manchmal eine einfache Atemübung. Ich zähle bis 4, während ich einatme, halte 4 Sekunden an und atme dann für 4 Sekunden aus. Das gibt mir ein Gefühl von Kontrolle. Ich werde diese Übung ausprobieren. Sie klingt sehr hilfreich. Was machst du noch, wenn du gestresst bist? Ich spreche gerne mit meinen Freunden. Wenn ich meine Gefühle teile, fühle ich mich leichter. Ich höre auch Musik. Sanfte Musik hilft mir, mich zu entspannen. Ich höre auch gerne Musik. Ich höre beruhigende Lieder oder Naturgeräusche. Das macht meinen Kopf frei. Manchmal gehe ich im Park spazieren. Die frische Luft und die Bäume helfen mir, mich zu entspannen. Spazierengehen ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen. Ich verbringe auch gerne Zeit in der Natur. Das lässt mich meine Sorgen vergessen. Benutzt du manchmal Apps oder Hilfsmittel, um mit Stress umzugehen? Ja, ich benutze eine Meditations-App. Sie hat kurze geführte Meditationen, die mir helfen, mich zu entspannen. Ich benutze auch eine App, die mich daran erinnert, zu atmen und Pausen zu machen. Ich habe auch eine Meditations-App ausprobiert. Es ist schön, jemandem zuzuhören, der einen anleitet. Das macht die Meditation einfach. Technologie kann hilfreich sein, aber ich denke, einfache Methoden sind ebenfalls sehr effektiv. Manchmal sitze ich einfach still und lasse meine Gedanken fließen. Ich zwinge mich nicht, positiv zu denken. Ich lasse meine Gefühle einfach zu. Das ist ein guter Punkt. Es ist okay, manchmal gestresst zu sein. Seine Gefühle anzuerkennen, ist der erste Schritt, um damit umzugehen. Genau.
Ich versuche auch, meine Zeit besser zu planen. Wenn ich einen klaren Zeitplan mache, fühle ich mich weniger überwältigt. Ich schreibe jeden Tag eine To-Do-Liste. Wenn ich kleine Aufgaben abhake, fühle ich mich erfolgreich. Das mache ich auch. Eine Liste hilft mir zu sehen, was ich tun muss. Es macht meine Arbeit überschaubarer. Planung und Organisation können Stress reduzieren. Wenn ich weiß, was zu tun ist, gerate ich nicht in Panik. Ich stimme zu. Ein klarer Plan gibt mir Selbstvertrauen. Ich versuche auch, realistische Ziele zu setzen. Ich möchte nicht alles auf einmal erledigen. Das ist sehr wichtig. Wenn ich zu viele Ziele setze, fühle ich mich gestresster. Ich versuche, mich auf eine Sache nach der anderen zu konzentrieren. Ja, Schritt für Schritt ist der beste Weg. Manchmal mache ich auch kurze Pausen während meiner Lernzeit. Ich stelle einen Timer auf 25 Minuten und dann mache ich eine 5-minütige Pause. Das hilft mir, fokussiert und entspannt zu bleiben. Das ist eine gute Methode. Ich nenne es die Pomodoro-Technik. Es macht das Lernen weniger anstrengend. Ich benutze diese Technik auch. Während meiner Pause dehne ich mich oder trinke Wasser. Das erfrischt mich. Dehnen ist sehr gut. Manchmal mache ich einfache Übungen, um Spannungen in meinem Körper zu lösen. Sport ist ein großartiger Stressabbau. Selbst ein paar Minuten Bewegung können mir helfen, mich besser zu fühlen. Treibst du Sport oder machst du körperliche Aktivitäten? Ja, ich spiele am Wochenende Fußball. Laufen und Spielen mit meinen Freunden hilft mir, meinen Stress zu vergessen. Ich fahre gerne Fahrrad und gehe joggen. Aktiv zu sein macht mich glücklich und entspannt. Ich versuche auch, gut zu schlafen. Wenn ich nicht genug schlafe, fühle ich mich gestresster. Schlaf ist sehr wichtig. Ich versuche jede Nacht 7 bis 8 Stunden zu schlafen. Ich vermeide auch, mein Handy vor dem Schlafengehen zu benutzen. Das hilft mir, mich zu entspannen. Das mache ich auch. Ich lese ein Buch oder höre sanfte Musik, bevor ich schlafe. Das verbessert meinen Schlaf. Wasser trinken und gesund essen hilft mir auch, mit Stress umzugehen. Wenn ich Junkfood esse, fühle ich mich müder und gestresster. Ja, eine ausgewogene Ernährung ist wichtig. Ich versuche, Obst, Gemüse und Vollkornprodukte zu essen. Ich vermeide auch zu viel Koffein. Koffein kann mich manchmal ängstlich machen. Ich bevorzuge Kräutertee, wenn ich gestresst bin. Das ist eine gute Wahl. Ich trinke gerne Kamillentee. Er ist sehr beruhigend. Ich finde es auch wichtig, Hobbys zu haben. Ich verbringe Zeit mit Zeichnen und Malen. Das entspannt meinen Geist. Ich liebe es zu lesen und zu schreiben. Kreative Aktivitäten helfen mir, meine Gefühle auszudrücken. Hobbys sind eine großartige Möglichkeit, dem Stress zu entkommen. Sie lassen mich meine Probleme für eine Weile vergessen. Ja, etwas zu tun, was dir Freude bereitet, ist sehr wichtig. Es gibt dir Energie und Freude. Hast du schon einmal Yoga ausprobiert? Ja, ich habe ein paar Mal Yoga ausprobiert. Es ist sehr entspannend. Die langsamen Bewegungen und das tiefe Atmen helfen mir, mich zu beruhigen. Ich praktiziere manchmal Yoga. Es tut meinem Körper gut und macht meinen Kopf klar. Ich möchte Yoga öfter praktizieren. Es ist eine gute Möglichkeit, Stress abzubauen und die Flexibilität zu verbessern. Ich denke, neue Dinge auszuprobieren ist auch hilfreich. Wenn ich gestresst bin, probiere ich manchmal ein neues Rezept aus oder lerne eine neue Fähigkeit. Das ist eine großartige Idee. Etwas Neues auszuprobieren kann spannend sein und dich vom Stress ablenken.
Hast du noch andere Tipps, um mit Stress umzugehen? Ich denke, es ist wichtig, um Hilfe zu bitten, wenn man sie braucht. Manchmal spreche ich mit meiner Familie oder einem Lehrer, wenn ich mich überfordert fühle. Ich stimme zu. Seine Gefühle mit jemandem zu teilen, dem man vertraut, kann einen großen Unterschied machen. Ich erinnere mich auch daran, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Niemand ist perfekt und Lernen gehört zum Leben dazu. Das ist sehr wahr. Ich versuche, freundlich zu mir selbst zu sein, wenn ich scheitere. Ich lerne aus meinen Fehlern und mache weiter. Positives Selbstgespräch ist wichtig. Ich sage mir, ich kann das oder ich gebe mein Bestes. Das mache ich auch. Freundlich zu sich selbst zu sprechen, kann die Angst reduzieren. Ich versuche auch, Zeit mit positiven Menschen zu verbringen. In der Nähe von fröhlichen und unterstützenden Freunden fühle ich mich besser. Ja, gute Gesellschaft ist sehr wichtig. Ich verbringe gerne Zeit mit Freunden, die mich zum Lachen bringen. Lachen ist ein großartiger Stressabbau. Wenn ich lache, vergesse ich meine Sorgen für eine Weile. Ich versuche, einen lustigen Film zu schauen oder eine lustige Geschichte zu lesen, wenn ich gestresst bin. Das hilft mir immer, mich zu entspannen. Es ist gut, verschiedene Wege zu haben, um mit Stress umzugehen. Jeder ist anders und was für eine Person funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für eine andere. Ja, ich denke, es ist wichtig, verschiedene Methoden auszuprobieren und herauszufinden, was am besten für dich funktioniert. Ich bin froh, dass wir heute darüber gesprochen haben. Stress ist ein häufiges Problem, aber wir können ihn bewältigen, wenn wir die richtigen Werkzeuge nutzen. Ich fühle mich besser, weil ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Wir alle haben stressige Tage, aber wir können lernen, damit umzugehen. Genau. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Stress vorübergehend ist. Mit Übungen können wir besser damit umgehen. Danke, dass du deine Ideen mit mir geteilt hast, Jake. Ich habe viel aus unserem Gespräch gelernt. Danke, Emily. Es hat mir Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich fühle mich jetzt entspannter. Das freut mich zu hören. Lass uns weiterhin unser Deutsch üben und uns gegenseitig unterstützen, um mit Stress umzugehen. Ja, lass uns wieder treffen, um weitere Tipps und Erfahrungen auszutauschen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich auch. Hab einen tollen Tag, Jake. Du auch, Emily. Pass auf dich auf. Wichtige. Es ist eine wichtige Entscheidung. Wir müssen die wichtige Information beachten. Die wichtige Aufgabe muss zuerst erledigt werden. Stress. Stress. Stress ist nicht gut für die Gesundheit. Viele Menschen haben viel Stress bei der Arbeit. Es gibt verschiedene Techniken zur Stressbewältigung. Umgehen. Es ist wichtig, Probleme geschickt umgehen. Ich versuche, schwierige Situationen zu umgehen. Manchmal muss man Regeln umgehen, um erfolgreich zu sein. Überfordert. Ich fühle mich überfordert in dieser Situation. Die Aufgaben sind zu schwer und ich bin überfordert. Sie war überfordert mit der Menge an Arbeit. Erwartungen. Die Erwartungen sind hoch. Wir haben unterschiedliche Erwartungen. Seine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Gerecht. Das Urteil war gerecht. Es ist wichtig, gerecht zu handeln. Sie kämpft für eine gerechte Gesellschaft. Gleichgewicht.
Das Gleichgewicht ist wichtig für den Tanz. Wir müssen das Gleichgewicht halten. Ein gutes Gleichgewicht fördert die Gesundheit. Konzentriere. Konzentriere. Ich konzentriere mich auf mein Studium. Es ist wichtig, dass du dich konzentriere. Wenn ich arbeite, konzentriere ich mich immer. Beruhigen. Beruhigen. Ich möchte dich beruhigen. Die Musik kann uns beruhigen. Er versucht, das Baby zu beruhigen. Meditations-App. Meditations-App. Ich benutze eine Meditations-App jeden Morgen. Die Meditations-App hilft mir, mich zu entspannen. Mit der Meditations-App kann ich besser schlafen. Anleitet. Anleitet. Der Lehrer anleitet die Schüler. Die Anleitung anleitet jeden Schritt. Sie anleitet das Team bei dem Projekt. Effektiv. Effektiv. Das Training war sehr effektiv. Wir müssen effektiv arbeiten, um das Ziel zu erreichen. Ein effektives Team erzielt bessere Ergebnisse. Überwältigt. Überwältigt. Ich fühle mich überwältigt von der Situation. Die Nachrichten haben mich überwältigt. Er war überwältigt von der Schönheit des Ortes. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist wichtig für den Erfolg. Mit Selbstvertrauen spricht sie vor der Gruppe. Er hat viel Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten. Koffein. Koffein. Koffein hilft mir, wach zu bleiben. Ich trinke jeden Morgen Koffein. Koffein ist in vielen Getränken enthalten. Hobbys. Hobbys. Ich habe viele Hobbys. Hobbys machen mir Spaß. Meine Hobbys sind Lesen und Malen. Zeichnen. Zeichnen. Ich liebe Zeichnen in meiner Freizeit. Das Zeichnen hilft mir, kreativ zu sein. Sie hat das Zeichnen in der Schule gelernt. Yoga. Yoga. Yoga ist gut für die Gesundheit. Ich mache jeden Morgen Yoga. Viele Menschen praktizieren Yoga zur Entspannung. Fehler. Fehler. Ein Fehler kann passieren. Wir müssen den Fehler korrigieren. Der Fehler war leicht zu erkennen. Positives. Positives. Die Diskussion hatte viele Positives. Es gibt viele Positives in dieser Situation. Wir sollten die Positives nicht ignorieren. Gesellschaft. Gesellschaft. Die Gesellschaft ist wichtig für das Wohlbefinden. In der Gesellschaft gibt es viele verschiedene Kulturen. Wir sollten die Gesellschaft respektieren und unterstützen. Was ist das Hauptthema, über das Emily und Jake sprechen? Was macht Jake, um mit Stress umzugehen? Wie fühlen sich Emily und Jake, wenn sie gestresst sind? Was machen Emily und Jake, um mit Stress umzugehen? Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.